Hallo und herzlich willkommen hier bei Enthusiamoba. Schön, dass ihr wieder dabei seid und mich beim Bau rund um meine Modellbahn in Spur N begleitet. Ich bin der Louis und dieses Mal muss ich wieder was zurückbauen, ich muss was korrigieren. Was genau, das verrate ich euch nach dem Intro. Bei meinem vorletzten Film habe ich ja den Aufbau der zentralen Versorgungseinheit gezeigt und in diesem Film habe ich etwas gezeigt, was ich korrigieren möchte und muss. Bevor ich aber jetzt einsteige, möchte ich mich bei euch nochmal für die ganz vielen tollen, schönen, aber auch diesmal sehr wichtigen, kritischen Kommentare bedanken, die mir an der Stelle jetzt auch mal ein Stück weit auch die Augen geöffnet haben und für mich alle Male Grund genug, nochmal auf diese Kommentare, auf eure Rückmeldung mit diesem Film ein Stück weit einzuzahlen. Also Leute, vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Um was geht es genau? In diesem Film habe ich gezeigt, wie ich auch auf der 230 Volt Seite eine Verteilerkaskade aufbauen. Und genau das ist das Problem. So eine Verteilerkaskade ist per Norm, per Definition verboten. Sie ist also strikt auch untersagt und es hat halt elektrotechnische Konsequenzen und daraus wieder resultieren versicherungstechnische Konsequenzen, wo ich für mich dann entschieden habe, nein, dieses Risiko gehe ich nicht ein und aus dem Grunde baue ich um. Der Umbau selber, den zeige ich sicherlich auch, aber der ist da relativ uncharmant und auch nicht spannend. Aber die Hintergründe zum Umbau, die sind es vielleicht ein Stück weit umso mehr. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Zuschauen und nach dem Film sehen wir uns wieder. Gut, um welche Verteilung geht's? Da hinten, da sitzt das Ärgernis. Und zwar der Fehler an der ganzen Sache ist, hatte ich ja auch vorgestellt, ich habe hier zu wenig Steckplätze gehabt, habe mir eine Verlängerung zugelegt und habe diese Verlängerung hier eingesteckt. Und damit habe ich dann quasi eine Kaskade geschaltet und genau das ist nicht erlaubt. Heißt für mich, ich schmeiße da hinten jetzt die beiden Verteiler raus, setze einen anderen Verteiler rein. Man könnte natürlich sagen, pass mal auf, du hast da vorne noch zwei Steckdosen, wenn du jetzt die eine rausnimmst, dann hast du ja drei freie. Aber hier kann man sehen, hier sind 4 Verbraucher drin, ich habe quasi eine zu wenig. Und das ist der Grund, warum ich das dann auch austausche. Und es gibt 2 verschiedene Sichtweisen. Das eine ist die elektrotechnische und die andere ist die versicherungstechnische. Ich gehe nachher auf beide nochmal ein, aber jetzt baue ich erstmal hier die Verteilung um, ja, und sage einfach mal bis später. So, da ist also jetzt die neue Verteilerleiste. Aber wer jetzt aufgepasst hat, der wird sehen, Mensch, wo ist denn der Blitzschutz? Den hat er doch vorher gehabt. Den zeige ich euch jetzt. Ja, der Blitzschutz ist diesmal nicht mehr in der Leiste, sondern hier extern. Da habe ich mir von Phoenix Kontakt einen externen Blitzschutz Typ 3 zugelegt. Der wird halt einfach nur zwischengeschaltet. Und das war es dann auch schon. Ja, bevor ich jetzt hier die alte Verteilung auseinanderroppe und die durch eine neue dann ersetzen werde, möchte ich euch ein bisschen die Hintergründe erläutern, was mich denn jetzt wirklich dazu bewogen hat, hier das nochmal auseinanderzunehmen. Wie eingangs schon gesagt, gibt ja eigentlich entweder einen elektrotechnischen Hintergrund oder gibt es einen anderen, also einen versicherungstechnischen Hintergrund. Ganz einfach, für mich hat der versicherungstechnische Grund erstmal überwogen. Ganz einfach, das hat ein bisschen was mit meinem Hintergrund zu tun, mit meinem beruflichen Hintergrund. Und es gibt halt, durch diesen beruflichen Hintergrund setzt man halt ein gewisses Wissen voraus. Und wenn ich dann trotzdem etwas anders mache, wie zum Beispiel eine Norm oder eine Bedingung es vorschreibt,
dann könnte man mir grobe Fahrlässigkeit vorwerfen und bei grober Fahrlässigkeit kann der Versicherungsschutz der Hausrat erlischen. So. Selbst wenn der Grund vielleicht ein anderer wäre und dann hätte man dann nachher bei einer abgebrannten Bude, hätte man dann festgestellt, oh, da ist eine Kaskade drin, oh, der Mann hat einen gewissen beruflichen Hintergrund, das ist aber grob fahrlässig, dann erlischt halt der Versicherungsschutz, muss er selber sehen, wie er das bezahlt bekommt. Fand ich jetzt nicht so besonders prickelnd und das war für mich persönlich jetzt der Hauptgrund. Aber es stellt sich trotzdem die Frage, gibt es denn auch einen elektrotechnischen Hintergrund? Naja, wenn es keinen geben würde, dann würde es auch keine Norm geben, die besagt, dass man eine Kaskadierung nicht vornehmen soll. Selbst jeder Hersteller, ich zeige euch das jetzt gerade mal, und bei dem ist es jetzt hier auf diesem Hinweiszettel, hier steht halt drauf, nicht hintereinander stecken. Das ist dann der freundliche Hinweis des Herstellers, dass das eben untersagt ist. Selbst jeder Hersteller, wie jetzt hier mit diesem Hinweis, weist mich darauf hin, dass eine Kaskadierung von Verteilerdosen nicht zulässig ist. Aber was hat es denn damit auf sich? Der erste Grund, den man immer so annimmt, liegt nahe, dass, naja, ich setze halt, mache da eine Kaskade, biete also plötzlich mehr Steckdosen, wie vielleicht die Leitung vertragen kann. Und wenn ich dann alles Verbraucher dran stecke, dann ist der Summenstrom so groß, dass die Leitung letztendlich anfängt heiß zu werden, zu glühen, es schmilzt, es ist Brandgefahr. Grundsätzlich ist das richtig. Das schreibt auch die Norm, die VDE, die redet da von Großverbrauchern. Was ist ein Großverbraucher? Ein Großverbraucher ist zum Beispiel, sind leistungsintensive Geräte, durchaus wie eine Kaffeemaschine oder auch eine Waschmaschine, ein Trockner, also die schon höhere Leistungen beanspruchen. Und wenn ich natürlich, ich sag jetzt mal, in eine Mehrfachsteckdose oder in eine Kaskade da ein paar Waschmaschinen reinstecke, ja, dann kann das Ding schon mal anfangen zu glühen. Das würde es aber auch bei, sag ich mal, einer einfachen 10-fach-Verteilung, wenn ich da 10 Waschmaschinen reinstecke, dann sät das Ding auch, gute Nacht, Mathis, das ist mir jetzt zu viel. Dann fängt er doch mal kurz an zu glühen und dann wird es dunkel. Mich hat dann interessiert, ja, wie viel Leistung nimmt denn hier meine Spur N-Moba tatsächlich in Anspruch? Welche Ströme fließen denn in meinem Fall jetzt hier wirklich? Und wie ich das ausgerechnet habe, möchte ich euch jetzt mal zeigen. Bevor ich jetzt auf die einzelnen Ströme hier von meiner Moba gehe, möchte ich erstmal den Zusammenhang bilden. Was mache ich denn jetzt überhaupt hier? Also, dieser Verteiler hier vom Hersteller aus wird gesagt, der kann 16 Ampere hier über diese Leitung führen. Diese Leitung ist 3 mal 1,5 Quadrat dick. Mit diesen 16 Ampere und 230 Volt kann dieser Verteiler maximal 3500 Watt versorgen. So, das muss jetzt nicht ein Gerät sein mit 3500 Watt. Es könnte auch eins mit 1000 sein, eins mit 1500, dann ja, nochmal eins mit 1000, dann bin ich bei 3500. So, wenn ich jetzt dann ein weiteres Gerät einstecke, dann bin ich über 3500. Und dann ist es zu viel dafür, dann besteht hier Überhitzungsgefahr bis hin zur Brandgefahr. Das ist quasi hier das Maß aller Dinge. So, und jetzt komme ich mal an den Punkt, ja, was für Leistungen habe ich denn hier auf meiner Modellbahn? Gut, dann gucken wir uns mal an, was das so mit der Leistung auf sich hat. Ich glaube, jeder weiß, dass wenn ich an einer Stelle hier Leistung entnehme, dann muss ich an anderer Stelle auch diese Leistung erstmal zuführen. Ne? Und im Idealfall ist die Leistung, die ich hier reinstecke, die geht hier drin nicht verloren und dann kommt die hier raus. So, dann spricht man vom Wirkungsgrad und der Wirkungsgrad ist dann halt 100% oder 1. So, das ist aber in den seltensten Fällen so. Und die Leistung wird halt wie auf der Steckdose halt angegeben mit Watt. Gut, jetzt kommen wir mal zu den Netzteilen, die ich hier überhaupt verwende. Wie viele Leistungen haben die denn oder brauchen die? Ich habe ein Netzteil, das liefert mir 12 Volt und maximal 5 Ampere.
Die Leistung berechnet sich aus Spannung mal Strom, sind also in dem Falle 60 Watt. Dann habe ich ein weiteres Netzteil, das liefert mir 16 Volt, ebenfalls maximal 5 Ampere, sind an der Stelle also 80 Watt. Dann habe ich noch einen Trafo, der liefert mir 18 Volt im Wechsel und hat 50 VA. VA ist die sogenannte Scheinleistung. Jetzt tun wir mal so, dass das, was ich reinstecke, genauso ist das, wie es rauskommt. Also ist es Wirkleistung. Ich gehe jetzt mal davon aus, das sind 50 VA. Für mich ist das ein idealer Trafo, dann sind das 50 Watt. So. So, ich mache mir das Leben jetzt einfach. Für mich sind das ideale Trafos. Das sind für mich also nicht VA, sondern Watt. Und jetzt addiere ich mir hier die ganzen Werte erstmal zusammen. Da komme ich auf rund 464,5 Watt. So, da ich ja schlecht im Kopf rechnen bin, mache ich mir das Leben einfach und sage, wisst ihr was, wir runden das mal auf. Es sind 500 Watt. Und jetzt lege ich noch einen drauf und sage, boah, die Netzteile, die sind hier so schlecht, die haben so einen schlechten Wirkungsgrad. Ich muss die doppelte Leistung hier hinten reintun, damit ich da vorne reintun, damit ich die hier hinten, diese angewählt überhaupt bekomme. Heißt also 50% Wirkungsgrad, absolute Schrottnetzteile, irgendwie einen Scheiß habe ich da gekauft, sind also 1000 Watt. So, jetzt gucke ich nochmal gerade hier mal so ganz nebenbei. Nochmal auf die Verteilung. Oh, 3.500 Watt. Naja, hätte ich also noch ein bisschen Luft. Ne? Also diese 1000 Watt werden es nicht schaffen, meine Verteilerdose zum Erwärmen zu bekommen, um es einfach mal zu sagen. Wie viel Strom ist das denn, der jetzt auf der Seite fließt? Weil auch hier mal ja angegeben, das Ding ist ausgelegt für maximal 16 Ampere. Da steht es, 16 Ampere. Ich könnte ja jetzt ganz platt einfach mal sagen, weißt du was, dann teilst du das mal hier durch 2, und ich rede ja immer von idealen Werten, und dann teile ich das mal durch 230 Volt und dann komme ich doch tatsächlich hier auf der Leitung, die für 16 Ampere ausgelegt ist, auf rund, auch da nochmal hochgerechnet, 4,4 Ampere. So, damit ist dann, glaube ich, für jeden jetzt nachvollziehbar. Also der Strom war jetzt nicht für mich die Veranlassung, dass ich das habe tauschen wollen. Aber was war dann? Ja, also wenn es der Summenstrom jetzt bei mir hier nicht war, was war es denn dann? Weil ich hatte ja gesagt, es gibt schon noch eine elektrotechnische Begründung, warum es mir wichtig war, diese Kaskade aufzulösen. Und diese Begründung, die hat auch jeder von uns. Das sind nämlich die Sicherungseinrichtungen, die wir haben. Diese Sicherungseinrichtungen reagieren ganz empfindlich auf Stromveränderungen. Ganz platt und ganz rudimentär. Ich weiß, es gibt da draußen jetzt wieder Elektrotechniker, die mich wieder an das Kreuz nageln wollen. Macht, was ihr wollt. Aber für die, die eben nicht aus der Elektrotechnik kommen, das Zusammenstecken von verschiedenen Verbrauchern, wie zum Beispiel auch Kaskaden, bildet Widerstände. Und diese Widerstände behindern, um es jetzt einfach mal zu sagen, die Messeinrichtung mit der Messung des tatsächlichen Stroms. Das wird verändert und das kann unter Umständen dazu führen, dass die Messeinrichtungen in meiner Verteilung nicht mehr reagieren, dass sie nicht mehr auslösen. So, und das, ganz ehrlich, finde ich richtig grottig. Das möchte ich nicht, dass, wenn jetzt mal was ist, der Kamerad da hinten sagt, ich merke nichts, ich mache einfach mal weiter und hier brutzelt einfach alles weg. Das ist die tatsächliche Gefahr, die dahinter steht. Das ganze Ding wird mit Schleifenwiderstand, Impedanz, weiß der Henker was umschrieben, wenn einer da mal nachlesen möchte. Auch, wie gesagt, oben gibt es da nochmal eine Verlinkung. Ich verlinke euch einfach mal nochmal 2 Seiten. Einmal die Seite des Herstellers, von dem, den ich hier verwendet habe. Der hat das eigentlich auch ganz gut beschrieben, warum man nicht kaskadieren sollte. Und es gibt auch noch eine andere Website im Netz, die auch genau jetzt mal auf die Fehler oder auf die Tücken hinweist. Schaut euch auch nochmal die Kommentare darunter an, die da geschrieben sind. Die sind auch nicht ganz uninteressant. Da kriegt ihr so ein bisschen Hintergrund, ohne da jetzt ein Elektrotechnikstudium ablegen zu müssen.
warum es wichtig ist, keine Verteilerkaskaden zu bilden. So Leute, ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen und alle an die kritischen Elektriker und Elektrotechniker da draußen, seht es mir bitte nach. Das, was ich hier gemacht habe, ist wirklich rudimentär. Ich mache das ganz bewusst so, weil ich genau weiß, mir schauen Leute zu, die nicht aus der Elektrotechnik kommen und ich versuche es mit einfachen Worten einfach zu transportieren. Mir ist bewusst, dass auch wie zum Beispiel bei einer Leistung, bei einer Übertragung der Leistung von einem Punkt A und einem Punkt B es noch wesentlich mehr Faktoren gibt, die diesen Wirkungsgrad beeinflussen können, aber darum geht es hier nicht, sondern es geht hier einfach darum, ein vielleicht etwas komplexeres Thema möglichst einfach zu transportieren. An dieser Stelle, Leute, möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei einer Person bedanken, denn das war mir wirklich nicht so bewusst. Und zwar ist das der Jörg von Jörgs Moba. Jörg, nochmal herzlichen Dank für den Hinweis in Richtung Versicherungsschutz oder Gefährdung des Versicherungsschutzes. Das hat mich wirklich mal ein bisschen aufhorchen lassen. Das ist auch mit einem Motivationsgrund gewesen, nochmal in dieser Form, mit diesem Film nochmal darauf einzusteigen. Jung, Chapeau, herzlichen Dank. Als Dank dafür verlinke ich dich unten nochmal in der Videobeschreibung. Leute, schaut einfach nochmal beim Jörg rein. Das ist wirklich ein Fundskerl, der dahinter steht, der super Filme macht und an der Stelle mir wirklich einen wichtigen Hinweis gegeben hat. Chapeau, Jörg, vielen Dank. Ja Leute, wir kommen jetzt dann langsam zum Ende von diesem Film. Diesmal vielleicht zugegebenermaßen ein wenig ernster, vielleicht nicht so ganz witzig oder so charmant, wie es sonst immer ist, aber es ist auch ein ernstes Thema. Mir war es eine Herzensangelegenheit, das nochmal zu sagen, das auch nochmal zu thematisieren, das auch nochmal ganz nüchtern hier rüber zu bringen. Für mich war es Anlass genug, es auch zu ändern an meiner Moba. Und ich kann hier nur noch mal ganz deutlich eine Empfehlung an euch rausgeben. Schaut einfach mal bei euch unter die Moba. Wenn ihr Verteilerkaskaden habt, dann überlegt euch doch mal, ob ihr die nicht auflösen wollt. Ich würde es jedenfalls hiermit ganz deutlich empfehlen. So ihr Lieben, das war's wieder mal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über euren Daumen nach oben, aber ganz besonders auf euren nächsten Besuch. Und damit ihr die Fortsetzung nicht verpasst, lasst mir einfach euer Abo da. Das Glöckchen noch einschalten und dann werdet ihr automatisch hier vom Kanal unterrichtet, wenn es denn hier wieder was Neues gibt. Also dann, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Louis.